Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, mein W60-Server-Start war wahrscheinlich genau so bescheiden wie der von jedem anderen da draußen auch. Und ja, trotzdem haben wir uns gestern im Livestream nicht davon unterkriegen lassen und haben einen super heftigen, lustigen Stream zusammen mit Chris, Sergio, später noch Derafin gemacht. Wir waren insgesamt 17 Stunden live bis, ich weiß gar nicht wie viel Uhr morgens. Auf jeden Fall 17 Stunden Stream, unglaublich krass, war richtig lustig gewesen und ja, ich bin in der Irrenanstalt gelandet. Das passt perfekt zum Serverstart, muss ich wirklich mal so sagen, ja. Und ja, ich habe nicht viel geschafft. Am ersten Tag, am Freitag, war das Ganze ja so gut wie unspielbar, ja, und deswegen habe ich da bis Stufe 10 gepusht, versucht mein Sammelalbum zu füllen und das war auf 15% oder keine Ahnung, irgendwie so. Und habe dann versucht, und das war ein Fehler, dann ab 23 Uhr die Alu zu spielen. Ich habe gedacht, eine Stunde kriege ich vielleicht die Alu so durchgeprescht, ja, weil meistens kam man jetzt geht's anscheinend wieder gerade, weil man kam in die Ehrenhalle nicht rein. Das ging nicht, aber in die Taverne ging es einigermaßen okay, sag ich mal. Da konnte man immer rein und man konnte Quest annehmen und so. Deswegen habe ich gedacht, eine Stunde könnte ja vielleicht ausreichen, um die Alu zu spielen. Hat's aber nicht. Ja, ich habe vielleicht am ersten Tag so ich weiß es nicht genau. Ich habe von 300 Alu habe ich vielleicht so 50 gespielt oder so. Ne? Also kompletter Reinfall. Wir haben dann nach 0 Uhr, weil dann war nachher weniger los. Viele haben auch die Geduld verloren nachher. Ne? Nach 0 Uhr haben wir dann noch weiter gespielt und ja, da ging es dann einigermaßen, weil dann halt nicht mehr sehr viele Leute online waren, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Und deswegen ja, hatten wir dann noch die Möglichkeit auf Krampf denn in die Ehrenhalle zu kommen, indem wir über den Button hier in die Ehrenhalle sind. Und dann konnte man quasi immer so ein bisschen runterscrollen und Leute abfarmen, Namen oder beziehungsweise Nummern eingeben, ging gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Ja, anscheinend Performance ist jetzt ein bisschen, zumindest in der Momentaufnahme hier gerade, wo ich das jetzt aufnehme. Ich nehme es jetzt gerade noch hier abends auf, nach dem Stream, beziehungsweise ja, um 20 Uhr abends, nachdem ich nach dem Stream ausgeschlafen hatte. Und ja, ich hatte mir das Festungspaket geholt. Ne? Das ist jetzt so das, was ich jetzt bisher hier investiert habe und habe hier noch vor, die Festung auch noch hochzuziehen auf Stufe 7. Ich werde auch noch gleich ein bisschen Alu nehmen, dass wir hier die Festung auch noch gleich mit hochziehen können. Also, wie gesagt, der Serverstart ist, ich wollte es eigentlich ein bisschen tryharden. Ich wollte ein bisschen probieren, so das Maximum rauszuholen. Ne? Ich wollte wirklich ganz gut spielen. Jetzt muss ich sagen, ist es mir eigentlich egal. Jetzt mache ich einen ganz normalen Serverstart. Ich gebe trotzdem weiterhin mein Bestes, aber ich werde jetzt nicht irgendwie auf Krampf versuchen. Ne? Die 200, also die Challenge, die hier auf W60 herrscht, ich hoffe mal, dass wir die trotzdem geknackt kriegen. Ich werde auch weiter am Ball bleiben und werde das auch durchziehen. Das heißt, Challenge besteht weiterhin. Ich versuche Stufe 400 zu erreichen innerhalb von 200 Tagen oder in spätestens 200 Tagen. Falls ich dafür länger brauchen sollte, dann rasiere ich meinen Bart ab. Das ist ja die Challenge, die hier auf W60 passiert. Und dafür möchte ich auch auf jeden Fall nochmal Props an die Irrenanstalt hier raushauen, dass sie da das Projekt soweit ja, da im Klaren sind, dass ich sie halt dann eben begleite, solange es halt mir möglich ist. Das heißt, bis Stufe 400 dort dann halt eben die Leute mit den Raids unterstützen werde in Zukunft und bei Gildenangriffen und so weiter und so fort, aber dann ab Stufe 400 nachher dann den Server wahrscheinlich verlassen werde und dann hier nicht mehr großartig weiterspielen werde. Dann, ne? Ja, da sind sie sich im Klaren, haben sie gesagt, gut, machen wir, ist ja, gestern im Stream noch sehr spontan dann halt so entstanden. Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Ja, jetzt machen wir erstmal das, was gemacht werden muss. Ja, wir haben kein Holz mehr, sehr gut. Genau, sonst hätte ich jetzt noch die Ritterhalle hier noch hochgezogen. Die ist jetzt bei mir auf Stufe 6. Wir ziehen jetzt gleich noch die Kaserne ein bisschen hoch, damit wir eventuell den ein oder anderen Kampf noch
machen können. Die Akademie muss auch noch ein bisschen hochgezogen werden hier. Und ja, das machen wir weiter. Zack. So, haben wir so auf Stufe 3. Stufe 4. Machen wir die Kaserne nochmal hoch. Zack, wir haben ja noch ein bisschen. Und jetzt haben wir kein Gold mehr. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen leveln. Ja, also wie gesagt, das ist nicht mal Stufe 30 jetzt bisher. Ich weiß nicht, wie viel Alu ich noch habe. 10 von 10, ja, das ist auch meine letzte Alu für den heutigen Tag. Also dahingehend auch nicht so große Leistungen erzielt hier heute. Meine Ausbauten sind auch noch bescheiden, sag ich mal, ne? Aber das kommt halt eben da einher, weil der Serverstart an sich halt komplett nach hinten losging, halt ebenso, ne? Und ich denke mal, da kann man das halt auch eventuell nachvollziehen. Mein Sammelalbum hätte dementsprechend natürlich auch schon höher sein können, aber 40% ist jetzt, denke ich mal, für die Umstände erstmal okay, ist erstmal angemessen für, naja, das, was man halt hier eben durchmachen musste am Serverstart. Bisher gab es noch kein weiteres Statement zum jetzigen Zeitpunkt halt. Ich weiß, ihr seht das Video am Sonntag um 15 Uhr, aber jetzt Samstagabend bisher gab es jetzt noch kein großartiges Statement, außer dass es halt den Leuten leid tut, wie es gelaufen ist. Ne? Das liegt natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Viele Leute waren darüber sehr abgefuckt, kann ich natürlich auch nachvollziehen. Und ja, deswegen... Oh lol, wir haben zufällig Weltenbummler auch gleich freigeschaltet hier. Ja, das ist ja ganz nice auf jeden Fall. So, wir können die Kaserne bzw. Akademie noch höher ziehen. Ich überlege aber, wir gehen mal ins Glücksrad rein und drehen hier einfach durch. Und werden dann vielleicht noch ein bisschen mehr in die Ausbauten stecken, weil es jetzt aktuell ein bisschen wichtiger ist. Ich habe es nicht mal geschafft gestern, 20 Mal, ich hab gestern auch am Freitag, ne, als ich gestartet bin, auch kein einziges Mal am Glücksrad. Ich hatte wirklich original 50 Alu gespielt auf dem Server. Nichts weiter, keine Arena-Angriffe, kein Glücksrad, nichts. Ja, also absolut komplett nach hinten losgegangen, die Nummer hier. Ne? Versuche mich trotzdem jetzt die Tage so ein bisschen wieder zu fangen und mitzuhalten auf jeden Fall. Und auf, ja, ich sag mal, innerhalb der nächsten Woche, da sollten wir dann schon ein bisschen besser performen als jetzt momentan gerade. Aber bis dahin, ja, müssen wir jetzt erstmal so uns wieder einigermaßen fangen. Ne? Aber jetzt, wo die Performance zumindest aktuell gerade ein bisschen besser läuft, da denke ich mal, kann man schon positiv in die Zukunft schauen. So, machen wir das jetzt noch eine Stufe höher. Wir können auch noch die Schatzkammer ein bisschen ausbauen. Ein paar Stufen können wir ja hier auch schon mal... das geheime Lager hier. Ein paar Stufen können wir hier auch mal rein skippen hier. Auch wenn es zum Anfang noch nicht ganz so wichtig ist. Aber ja, zumindest, dass wir schon mal eine zweite Bahn hier oben auf jeden Fall haben. Und dann gehen wir nochmal hier rein und können wir uns hier nochmal, ja, skippen wir das auch nochmal hier, zack. Und dann machen wir die Akademie und dann sieht es jetzt erstmal soweit, ja, haben wir erstmal unsere Ressourcen soweit aufgebraucht. Schatzkammer noch und ja, dann werden wir mal schauen, was die nächsten Tage hier das alles für uns bereithält auf dem Server. Stimmt, wir haben auch noch den Elevator hier. Über mir seht ihr auch noch übrigens die Codes für den Elevator und für W60, die könnt ihr nach wie vor nutzen. Der Elevator-Code ist nur noch heute einlösbar, ne, bis heute Abend um 23:59 Uhr, danach ist er ausgelaufen. Also falls ihr den noch nicht eingelöst haben solltet, ist jetzt nochmal die Möglichkeit, dies zu tun. Ansonsten der W60-Code ist exklusiv auf W60 nur und der ist noch einen ganzen Monat einlösbar. Da habt ihr noch die Zeit dafür. Ne? Und ja, die Bedingungen seht ihr ja da auch über mir, welches Level ihr sein müsst, etc. pp. Ne? Guti, wie sieht es denn aus hier in der Liste? Okay, wir haben hier noch die Arena, die wir noch ein bisschen attackieren können. So, da haben wir das auch schon mal gleich abgefertigt hier. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie sieht es hier aus in den eigenen Reihen. Wir müssen ja definitiv noch ein bisschen aufholen.
was Sammelalbum und sowas auch alles angeht, ne? Das heißt, so eine Sachen hier, die kamen halt gestern einfach viel zu kurz. Ne? Für 5 Angriffe im Sammelalbum haben wir gestern stundenlang gebraucht. Und deswegen, es war halt uns nicht irgendwie möglich, ansatzweise so zu spielen, wie wir es halt gerne hätten. Das ist halt eben ja, ziemlich bedauerlich, aber kann man jetzt nun mal nicht ändern. Und wir versuchen jetzt im Nachhinein halt eben das Beste jetzt daraus zu machen. Und ja, mal schauen. Gut, 12 Items wieder eingesackt. Alles klärchen. Gut, mal schauen, was machen meine Freunde. Ja, den Derafin hatte ich mir hier gestern Abend noch reingespeichert. Hatte hier auch mit einem neuen Profilbild am Start. Und der Sergio, den hatte ich hier auch. Die werde ich mal auch so ein bisschen beobachten hier, was die so machen. Und stimmt, den Hanrizzle. Ja, den Hanrizzle müssen wir noch. Grüße gehen raus. Ritzle. So, der hat auch ein neues Profilbild, aber ich weiß nicht, ob er hier aktiv weiter spielt. Hatte ihn schon gratuliert zu seinem Profilbild, sieht sehr, sehr nice aus, hat er sich sehr verdient auf jeden Fall. Ne? Das ja, also besser spät als nie, sag ich mal so, weil das hat er sich schon längst verdient. Er hatte auch tausende Folgen zu Shakes and Fidget gemacht. So ein bisschen ähnlich wie Spieletrend, wurde halt dafür auch jetzt nicht weiter irgendwie honoriert oder so, ne? Obwohl da so viel Support content-technisch in die Richtung zu Shakes and Fidget ging, aber er ist halt niemand, der sich profilbildtechnisch aufdrängen wollte und hat deswegen halt auch nie eins bekommen, beziehungsweise wurden andere, die ja, sag ich mal, später kamen, haben früher eins bekommen, keine Ahnung, wie das genau abläuft, da will ich mich auch nicht weiter großartig ja, irgendwie einmischen oder Meinung hier irgendwie machen, wovon ich keine Ahnung habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall so das, was der gute Hanrizzle hier auch gestern in seinem Video so angeschnitten hat. Ja, dafür mal angegriffen. Der gönnt uns leider nichts, ja. Sehr schade. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja, nicht mal ein Item gönnt er hier. Kann ja wohl nicht sein. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich werde versuchen, die nächsten Tage noch ein bisschen mehr durchzudrehen hier. Ne? Und genau, werde dann mal gucken, wie weit wir kommen. Es macht auf jeden Fall, jetzt wo es gerade läuft, macht es Spaß, muss ich sagen, mit dem Magier wieder so ein bisschen abzugehen. Wie gesagt, ich hatte extra den Magier genommen, weil ich das Early Game halt nochmal miterleben wollte. Mit dem Magier meiner Main-Klasse und halt mich extra dafür nicht für einen Berserker oder sowas entschieden habe, wo es natürlich ein leichteres wäre, durch die Dungeons hier durchzukommen. Ne? Aber das wollte ich halt eben auch nicht. So. Guti, alles klar, Leute, das war es soweit von mir. Ich werde euch weiterhin noch auf dem Laufenden halten, was 460 angeht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.